Die L16 in der Gemarkung Wandsdorf. Unweit der Straße liegt, kaum sichtbar, ein Gebiet, das für Brandenburger Kommunen im Nordwesten Berlins und Teilen des Berliner Stadtbezirks Spandau von großer Wichtigkeit ist. Das Klärwerk Wandsdorf. Dieses Gebiet hat eine lange Tradition. Seit 1919 bis einschließlich 1986 erfolgte hier die Behandlung von Abwässern der Stadt Spandau. Später wurden auch die Abwässer einiger Brandenburger Orte des Nordwestens übergeleitet. Mit Gründung der Klärwerk Wandsdorf GmbH 1996 wurde eine neue Anlage geplant und gebaut. Am 5. Juli 1999 dann die feierliche Einweihung in Anwesenheit von Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe und dem regierenden Bürgermeister von Berlin Eberhard Diepgen. 2 Bundesländer, ein Klärwerk, eine einmalige Kooperation. Wenn wir uns einfach mal vor Augen führen, wie war denn die Zeit damals? Wir haben gerade nach der Wende, wir haben geguckt, wo geht es hin? Wo entwickelt sich Brandenburg? Wo entwickeln sich die Umlandgemeinden hin? Wo entwickelt sich Berlin hin? Was viele vielleicht nicht auf dem Bildschirm haben, wie entwickelt sich eine Infrastruktur? Wohin geht die Abwasserentsorgung? Wie viele Menschen müssen fair und entsorgt werden? Und ich finde, das haben wir, und das kann man sagen, in einer tollen Symbiose mit der Klärwerk Wandsdorf GmbH geschafft. Berliner Wasserbetriebe mit den ganzen Umlandgemeinden eine Infrastruktur auf die Beine zu stellen für die nächsten Generationen, in der wir gemeinsam zusammenarbeiten, für die Umwelt, für die Zukunft, für die Infrastruktur, für die Region, gemeinsam mit Brandenburg und Berlin. Darüber freue ich mich heute noch sehr. Ein gemeinsames Projekt, aber mit geteilten kaufmännischen und technischen Aufgabenbereichen. Die hier zur Reinigung anfallenden Abwasser kommen aus Oranienburg, Velten, Hennigsdorf, Falkensee, Schönwalde-Glien. Für die völlige Auslastung dieses Systems sorgen die Berliner Wasserbetriebe. Bis zu 40.000 Kubikmeter Abwasser verschiedener Herkunft werden hier täglich verarbeitet. Sie kommen aus Haushalten, Gewerbe und Industrie mit unterschiedlicher Belastung. Die mechanische und biologische Abwasserreinigung erfolgt in 3 Hauptstufen. Über ein Druckrohrleitungssystem gelangt das Klärgut zunächst hier in die Einlaufanlage. In der sogenannten Rechenklärung werden grobe und feste Verunreinigungen entfernt. Täglich fallen etwa 2 Tonnen Rechengut aus dem zulaufenden Abwasser an. In 2 Sandfangrinnen wird der im Abwasser enthaltene Sand abgeschieden. Etwa 1 Tonne Sand wird täglich geräumt, gewaschen und entwässert. In 2 runden Vorklärbecken, der 2. Hauptstufe der mechanischen Reinigung, wird Schlamm ausgeschieden. Räumeinrichtungen für Bodenschlamm und Schwimmstoffe gehören zur Ausrüstung. Die Aufenthaltszeit des Abwassers beträgt 1 Stunde. Zwei rechteckige, parallel nebeneinander angeordnete Straßen, je 36 Meter breit und 97 Meter lang, mit einem Gesamtvolumen von 35.700 Kubikmetern, dienen der biologischen Abwasserreinigung. In dieser Stufe werden Mikroorganismen eingesetzt, um organische Verbindungen im Abwasser abzubauen. Diese Mikroorganismen ernähren sich von den Schadstoffen und wandeln sie in weniger schädliche Substanzen um. Neben der Abwasserreinigung ist ein wesentlicher Prozess im Klärwerk Wandsdorf die Energiegewinnung. Der entstandene Klärschlamm wird in 2 Faultürmen ausgefault. Das so gewonnene Gas wird in 3 Blockheizwerken mit einer Gesamtleistung von 1 Megawatt zur Gewinnung von Strom und Wärme genutzt. Somit deckt das Klärwerk 75% seines Eigenbedarfs an Energie ab. Aber gibt es schon heute Pläne für die Zukunft?
Es gibt sehr große Pläne für die Zukunft. Denn haben wir früher noch 40% Abwasser der Brandenburger Kommunen hierher bekommen zur Reinigung und 60% aus Berlin, so werden wir gegenwärtig 50% aus den Brandenburger Kommunen erhalten und zukünftig dann auch noch mehr. Der Einwohnerzuwachs in den Kommunen wächst stark und natürlich auch Berlin-Spandau wächst mit seinen Einwohnerzahlen. Demzufolge ist die Frage, wie viel Wasser können wir zukünftig hier an diesem Standort klären, damit die Region versorgt ist. Und der zweite Teil, der in der Zukunft steht, ist die Frage, wie gehen wir mit dem geklärten Wasser um? Nehmen wir es einfach so wie bisher und leiten es in den Unterlauf der Havel ein oder bereiten wir es weiter auf und führen es wieder zum Beispiel trockengefallenen Mooren zu? Da sind wir gegenwärtig in sehr intensiven Gesprächen und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Fakt ist, der Standort ist für die Zukunft von großer Bedeutung. Von großer Bedeutung ist aber auch die Nachklärung des Reinigungsprozesses. In 4 Rundbecken mit einer Wassertiefe zwischen 4,40 Meter und 5,40 Meter und einem Nutzvolumen von insgesamt 20.000 Kubikmetern erfolgt die Schlammräumung. Am Ende des Prozesses fließt das nun gereinigte Abwasser durch einen 1,4 Kilometer langen offenen Graben, um sich mit dem Wasser des Havelkanals zu vereinigen.